Ani steht vor einer großen goldenen Waage, auf der der schakalköpfige Gott Anubis sein Herz gegen eine Straußenfeder wiegt. Ani war eine reale Person, ein Schreiber aus der ägyptischen Stadt Theben und lebte im 13. Jahrhundert vor Christus. Hier die Abbildung einer Szene aus seinem Totenbuch, einer 24 Meter langen Papyrusrolle, die ihm zur Unsterblichkeit verhelfen sollte. Ursprünglich wurden solche Grabtexte nur für Pharaonen verfasst, doch mit der Zeit glaubten die Ägypter, dass auch normale Menschen ins Jenseits gelangen könnten, wenn sie den Übergang dorthin schafften. Anis abenteuerliche Reise beginnt mit seinem Tod. Sein Körper wird von Priestern mumifiziert. Alle Organe werden entfernt, außer dem Herzen, dem Sitz von Gefühl, Erinnerung und Intelligenz. Dann wird er mit Natronsalz gefüllt und in harzgetränktes Leinen gewickelt. In die Umhüllung sind Schutzzauberzeichen eingewebt und darauf wird ein Herz-Skarabäus-Amulett gesetzt, das sich später noch als wichtig erweisen wird. Durch diesen 2-monatigen Prozess soll Anis Körper die Idealform behalten, damit sich sein Geist wieder mit ihm vereinigen kann. Doch erst muss der Geist die Unterwelt, die Duat, durchqueren. Ein Reich mit riesigen Höhlen, Feuerseen und magischen Toren, bewacht von furchterregenden Bestien. Schlangen, Krokodilen und halbmenschlichen Monstern mit Namen wie der im Blut tanzt. Zu allem Unglück lauert im Schatten auch noch Apep, der Schlangengott der Zerstörung, um Anis Seele zu verschlingen. Doch darauf ist Ani zum Glück mit der Magie in seinem Totenbuch vorbereitet. Wie andere Ägypter, die es sich leisten konnten, fügte Ani seiner Schriftrolle Zaubersprüche, Gebete und Schlüssel hinzu, die er meinte, für seinen Geist zu brauchen. So ausgerüstet überwindet unser Held die Hindernisse, wehrt die Monster ab und weicht geschickt Apep aus, bis er die Halle von Maat erreicht, der Göttin der Wahrheit und Gerechtigkeit. Hier wartet die letzte Herausforderung. Er muss die 42 Götter des Totengerichts überzeugen, dass er ein rechtschaffenes Leben geführt hat. Ani spricht jeden mit Namen an und nennt eine Sünde, die er nicht begangen hat. Neben diesen negativen Bekenntnissen oder Unschuldserklärungen verkündet er, niemanden je zum Weinen gebracht oder belauscht und nie das Wasser verschmutzt zu haben. Aber hat Ani wirklich ein so perfektes Leben geführt? Nicht wirklich. Und hier kommt das Herz-Skarabäus-Amulett ins Spiel. Darauf steht, du sollst nicht als Zeuge gegen mich auftreten, damit sein Herz ihn nicht verrät, wenn es sich daran erinnert, wie er den Streit seiner Nachbarn mithörte oder er seine Füße im Nil wusch. Jetzt kommt der Moment der Wahrheit, das Wiegen des Herzens. Ist es schwerer als eine Feder, beschwert durch Anis Verfehlungen, dann wird es von der furchtbaren Amit verschlungen, die teils Krokodil, teils Leopard, teils Nilpferd ist, und Ani hört für immer auf zu existieren. Ani hat jedoch Glück. Sein Herz wird als rein befunden. Ra, der Sonnengott, bringt ihn zu Osiris, dem Gott der Unterwelt, der ihn endgültig ins Leben nach dem Tod entlässt. In dem endlosen und üppigen Schilffeld trifft Ani auf seine verstorbenen Eltern. Hier gibt es weder Trauer noch Schmerz oder Wut, aber es gibt Arbeit. Wie alle anderen muss Ani ein Stück Land bebauen, was er mit Hilfe einer Uschepti-Statuette tut, die in sein Grab gelegt wurde. Seit 1888 wird der Papyrus des Ani im British Museum aufbewahrt. Wenn überhaupt, weiß nur Ani, was wirklich nach seinem Tod geschah. Aber dank seines Totenbuchs können wir uns vorstellen, wie er bis in alle Ewigkeit glücklich seine Felder bewirtschaftet. Schon seit wir wissen, wie man sich Sorgen macht, fasziniert uns die Frage, was nach dem Tod mit uns passiert. Sie ist sogar ein Eckpfeiler vieler Religionen. In diesem Video erfährst du mehr über die 5 großen Weltreligionen.